vorbereitet. Seit wann gibt es eure Metzgerei? Also unsere Metzgerei, unseren Betrieb gibt es seit 1955. Das ist von meinen Großeltern gegründet worden in Konstellation Metzgerei und Gasthof. Dann wurde das zwischenzeitlich von meinen Eltern nur als reiner Gasthof betrieben und wir haben jetzt 2020 eben die Metzgerei wieder ins Leben gerufen und führen das auch wieder so weiter mit Metzgerei und Gasthof, Catering-Service. Genau. In dritter Generation.
Das gleiche haben wir ja nachher nochmal. Dann. Also Magerfleisch für den Fleischkäse haben wir mageres Schweinefleisch und mageres Rindfleisch. Es wird das vorgekuttert und dann wird der Speck mit den Backen zusammen eingearbeitet. Dann wird man starten mit Kuttern.
Und du hast es gelernt? Genau, ich habe Metzger gelernt, habe den Metzgermeister gemacht und habe Koch gelernt. Meine Frau ist mit dabei, die ist gelernte Köchin. Meine Schwester mit ihrem Partner ist dabei, die sind auch beide vom Fach als Hotelkauffrau und Steuerfachgehilfin und mein Schwager ebenfalls im Restaurantbereich tätig. Kommt die Hochzeit. Warum nennt man das so? Aber jetzt werden die besten Zutaten der schwäbischen Maultasche miteinander verbunden. Ja. So, und jetzt beginnt das Familienrezept. Jetzt müsst ihr die Produktion verlassen.
Ui. So, jetzt ist er fertig. Und der sieht aber sehr gut aus. Also der Fleischkäse, der hat jetzt gerade gekocht, der ist jetzt fertig. Da wird man jetzt den kurz auskühlen lassen etwas und dann tun wir ihn in die Kisten reinsetzen und ins Kühlhaus zum Auskühlen. Und dann kann er morgen in die Verpackung und in den Versand. Weshalb macht man das nach 2-3 Minuten? Dass sie einfach nicht Teig an Teig kleben, sondern dass einfach von allen Seiten schön die Maultaschen rausgebrüht werden. Genau. Und nachher dann im Eiswasser abgekühlt, dass sie einfach schnell runterkühlen. Und dann kriegt man eine gute Maultasche hin, denke ich.
haben. Nimm doch deinen Finger so nah. Ich glaube, die sind gut drum. Ja. Das ist der Vorkoster. Jeden Donnerstag die erste Charge muss er testen. Genau. Wie lange dauert das jetzt? Jetzt die Abkühlphase 10 bis 15 Minuten und dann machen wir sie raus ins Kühlhaus rein und von dort aus werden sie dann verpackt. Ne, ich kann die auch voll machen. Teig und Füllung, das ist quasi das Unternehmen von meinem Bruder, der wo in Berlin sich niedergelassen hat und dort einfach diese Marke Teig und Füllung aufbaut und eben von uns die Maultaschen beliefert bekommt und dort in Berlin einfach auf Märkten und im Catering-Bereich diese Marke Teig und Füllung verbreitet. So ist trotzdem jeder irgendwie selbstständig, aber es ist alles noch ein großer Familienbetrieb im weitesten Sinne.
So, jetzt geht die Produktion los für den Markttag. Kommt mit. So, jetzt zeige ich dir mal unsere Bratensoße. Was wir als erstes machen, ist das Fett abnehmen. In der Soße sind es quasi nur Kalbsknochen drin, Zwiebeln, Rotwein, Tomatenmark und Gewürze. So, jetzt lassen wir die Jus raus. Quasi der erste Passiervorgang. Was ist da jetzt alles drin? Das sind jetzt Rinderknochen und Kalbsknochen gemischt. Dann werden die im Ofen geröstet. Bis sie schön, schön röst sind. Da kommen sie in dieses Gerät rein, diesen Kipper. Da werden sie dann mit Tomatenmark tomatisiert. Also sprich, da kommt Tomatenmark rein. Und die werden dann, also das Tomatenmark wird richtig schön ausgekocht und richtig geröstet. Und dann wird das Ganze abgelöscht mit Essig. Einmal wird es einreduziert, dann wird es nochmal abgelöscht mit Essig, nochmal einreduziert. Dann löschen wir es ab mit Rotwein, wird wieder einreduziert. Und dann löschen wir es ab mit Wasser, wird wieder einreduziert und dann füllen wir es quasi auf mit Wasser. Dann wird es 12 Stunden lang gegart, also gekocht. Im nächsten Schritt, nachdem wir die Knochen rausgenommen haben, machen wir es wieder rein und reduzieren es dann quasi runter auf die Hälfte, um einfach den Geschmack intensiver zu machen. Genau. Ich bin quasi in der Gastronomie groß geworden. Also meine Eltern haben einen Gasthof, ein Restaurant und ja, da bin ich aufgewachsen. Da haben wir schon von klein auf mitgeholfen, mitgearbeitet. Ja. Und dann eben eine klassische Kochausbildung gemacht im Schwarzwald, in einem sehr guten Haus. Und dann habe ich verschiedene Stationen quasi verschiedene Stationen gemacht, bin auf die Walz gegangen, wie man so sagt. War danach in London nach meiner Ausbildung in einem großen 5-Sterne-Hotel, habe erstmal Englisch gelernt und habe quasi so sehr viel internationale Küche kennengelernt, weil meine ganzen Arbeitskollegen waren quasi aus der ganzen Welt. Danach bin ich dann in ein Sterne-Restaurant gegangen, ein 2-Sterne-Restaurant, auch in London. Das war also eine sehr gute Schule. Von da aus ging es in die Schweiz, nach St. Moritz. Habe da quasi auch in einem 1-Sterne-Restaurant dann gearbeitet und habe da eine Winter- und eine Sommersaison gemacht. Das war sehr lehrreich. Und danach ging es nach Australien. Habe ich dann so ein bisschen Backpacker-mäßig war ich dann unterwegs und habe dann mal auch in sehr guten Restaurants gearbeitet. In so einem sehr großen Steakhouse in Melbourne. Das war sehr lehrreich, weil das war ein relativ großes Team. Und dann habe ich einfach gesehen, wie man so ein großes Team managt. Und ja, wie ging es dann weiter? Danach bin ich wieder zurück nach Deutschland, habe dann verschiedene Praktika absolviert, in der Bäckerei, in der Metzgerei. Habe dann auch von meinen Eltern gearbeitet wieder. Immer so ein bisschen ausgeholfen, mitgeholfen. Und ja.
Also jetzt als nächsten Schritt tun wir Rotwein reduzieren. Wir kochen quasi einmal den Alkohol raus aus dem Rotwein und dann wird quasi die Brühe einmal drauf passiert. Schmeckt irgendwie besser, weil dann hat das ganz schnell schmeckt. Das ist sich ein wiederholender Prozess. Also ich werde jetzt quasi das auswaschen einmal, das Tuch, dann fange ich wieder von vorne an. Eben um diese ganzen Unklarheiten aus der Brühe rauszukriegen, damit man sie dann danach reduzieren kann. Was du jetzt hier siehst, das sind quasi so Trübstoffe von den Knochen, vom Tomatenmark und auch eben von den Zwiebeln, die jetzt ja, ziemlich verkocht sind, so sehr püreartig hier übrig bleiben. Es ist ganz wichtig, dass man das Tuch immer auswäscht und damit man einfach eine richtig schöne, klare Brühe bekommt, bevor man dann die Soße reduziert. Und auf nebenher mache ich hier jetzt auch schon mal koche ich ein Karamell und lösche es dann mit Essig ab. Ja, das darf das einfach einkochen. Das ist ein schönes Karamell. Du siehst hier, jetzt sind wir ungefähr bei so 25, 30 Liter. Jetzt reduzieren wir es auf jeden Fall auf 15 Liter ein. Dann probieren wir es und dann wird es abgeschmeckt, abgebunden, dann ist fertig. Yeah, I'm changing the last.
these are hot. Maybe you need to double glove or triple glove. Das riecht man auch, wenn das Karamell fertig ist. Wenn es einfach so ein bisschen schmeckt wie Popcorn oder wenn so ein Popcorn-Geruch in der Luft liegt, dann weiß ich, okay, jetzt ist bald soweit. Jetzt löse ich den gleich ab. Kommst du auch aus der Gastronomie? Nee, eigentlich ich bin Rechtsanwältin von Beruf. Aber ich liebe Essen und meine erste Erfahrung mit deutsches Essen im Prinzip ist die schwäbische Küche bei meinem Mann, als ich kam in 2017 zum Besuch. Und ja, also ich finde die schwäbische Küche richtig schön und ich glaube für mich war Essen auch ganz wichtig. Und von daher, ja, so kam ich eigentlich im Gastronomie raus. Das ist quasi einer unserer Bausteine, die wir später dann zum Abschmecken und zum Tunen nehmen für die Soße. Ich probiere jetzt einfach die Soße in dem Reduzierprozess die ganze Zeit, wie sie schmeckt, wie sie sich verändert, um eben die dann da zu dem Punkt bringen, wo ich sie haben will, und dann wird sie abgebunden und wird quasi abgeschmeckt, final. Wieso machst du dir so einen Aufwand für Streetfood? Weil man es schmeckt und weil es für uns gar keine andere Möglichkeit gibt. Also wir machen das, was wir machen es richtig und also für uns richtig und genau. Und der Kunde gibt uns später dann auch recht eigentlich, meistens. Das ist die Vorbereitung für die Gemüsebrühe. Ölt die Zwiebeln und bereit im Ofen geröstet zu werden. So, jetzt im nächsten Arbeitsschritt bereiten wir das Gemüse für unsere Gemüsebrühe vor. Da haben wir einmal Lauch, Staudensellerie, Karotten, Knoblauch und eben die Zwiebeln, die im Ofen sind.
waschen. Genau, das ist unsere Gemüsebrühe für unseren Kartoffelsalat. Da machen wir rein Karotten, Knoblauch, Selleriestauden, Lauch, ein paar Gewürze, die sehen wir hier, Schlagerpilze, Nelken, Pfefferkörner und Lorbeerblätter und eben die Zwiebeln, die im Ofen jetzt noch geröstet werden. Ofen. Das ist quasi Maisstärke und Wasser. Und damit binden wir unsere Soße ab. So, jetzt haben wir die Soße eigentlich schön reduziert. Hat eine gute Farbe. 40 Liter auf ungefähr 12 Liter runter. Ja.
checken wir die Soße ab. Salzig ist schon genug. Wir machen etwas Zucker rein. Dann haben wir hier unser Essigkaramell. Bilden wir die Soße ab mit unserem Maisstärke-Mix. Wir versuchen jetzt hier bei der Soße die richtige Konsistenz zu finden. Das steht wie beim Cutten quasi für mich hier. Diese feine Cut. Das Salz. Also jedes Mal, nachdem ich wieder diese Speisestärke reinmache, muss ich sie einmal aufkochen lassen und gucken, wie sich die Soße danach entwickelt hat und wie sie schmeckt. Weil Speisestärke schmeckt ja auch noch was. Und ich will ja einmal die komplette Bindung quasi haben. Deswegen einmal aufkochen lassen, probieren und dann kann man wieder gucken, okay, wie macht man jetzt die Feinjustierung. Und dann muss sie generell einmal kochen. Und dann muss sie kurz ein bisschen sitzen, ein bisschen ruhen. Und dann ist sie quasi im Prinzip dann fertig. Da muss man halt ein bisschen drauf achten, wenn man so Jus oder Soßen generell in Gläser einmacht, dass man nicht zu viele verschiedene Gewürze nimmt, sondern sich wirklich auf den Geschmack vom Fleisch oder eben von dem Protein konzentriert. Weil diese Gewürze, die können nach einer Zeit irgendwann so einen leicht bitteren Geschmack entwickeln in der Soße. Deswegen ist unsere Soße eigentlich relativ pur. Mischa? Ja. Kommst du? Ich komme. Du bist auch so ein Lehrling aus der Sternengastronomie, oder da wird quasi immer alles doppelt gecheckt und doppelt probiert. Gut? Sehr lecker. Schmeckt's. So, die Soße ist fertig. Jetzt lassen wir sie raus, passieren wir sie und danach kann sie abgefüllt werden. Sieht jetzt auch, vorhin waren es 40 Liter, jetzt haben wir noch 10 Liter übrig. Also
für 45 Minuten. Super. So, das ist unsere Gemüsebrühe für den Kartoffelsalat. Ja, sehr gut, ist jetzt fertig. Die können wir jetzt auch passieren. Okay, thank you. Okay. Das ist eine relativ einfache Gemüsebrühe, also ohne lange Kochzeit. Das ist mehr wie so eigentlich so ein Gemüsetee, kann man fast sagen. Wir machen auch keinen Salz rein oder keine Sauce, also gar nichts, weil wir das einfach als Grundbasis brauchen für unser Salatdressing. Ja. Normalerweise die schwäbische Hausfrau, sie würde jetzt hier eine Rinderbrühe nehmen oder eine Gemüsebrühe, eine Hühnerbrühe. Aber da wir in Berlin sind und da wir für sehr viele Vegetarier und auch Veganer kochen, machen wir eben das mit einer Gemüsebrühenbasis. Genau. Jetzt machen wir Zwiebelschmelze. Sprich, wir machen 2 Teile Rapsöl rein, 1 Teil Olivenöl, kommt dann da rein und dann werden die gewürfelten Zwiebeln angeschwitzt und quasi zu einer, ja, also so abgeschmelzt, sagen wir dazu, quasi weich gekocht ohne Farbe. Ja. So, jetzt machen wir weißen Pfeffer ran, gemahlener weißer Pfeffer. Gemahlene Muskatnuss. Salz, Meersalz.
quasi wie wenn man einen Deckel auf einen Topf drauf macht und dann wird es quasi langsam gedünstet. Die Frühlingszwiebeln. Danach werden die dann schräg geschnitten und im kalten Wasser quasi gewaschen und auch gleichzeitig eingeweicht. Also nicht eingeweicht, sondern die kommen ins kalte Wasser rein und dann gehen die so ein bisschen auf und verlieren auch ihre Schärfe. Ja. Zwiebelschnitzel ist fertig. Zwiebeln sind weich, schmecken süßlich durch das lange Einkochen und leichte Muskatnote, ein bisschen Pfeffer und ein bisschen Salz. So soll es sein. Also das ist nur eines von unseren Kräutern. Wir haben noch Petersilie, wir haben noch Schnittlauch, wir haben noch Koriander und eben Frühlingszwiebel. Und alle, also wir nennen es Kräuter, obwohl es ja kein Kraut ist, durchlaufen den gleichen Prozess. Also entweder zuerst waschen, dann trocken schleudern und dann schneiden oder hier wie jetzt in dem Fall grob vorreinigen, schneiden und dann waschen. So, jetzt haben wir die Frühlingszwiebel einmal gewaschen und jetzt legen wir sie quasi ins Eiswasser. Dadurch verlieren sie ihre Schärfe und werden auch richtig schön crunchy. Und die sind dann ohne Probleme 3-4 Tage haltbar. Und das ist ja bei uns auch ganz wichtig, dass eben die Sachen auch ein bisschen halten.
Unser Kartoffelsalat-Rezept ist so ein bisschen geheim. Ne? Das sind so ein paar, wir wollen nicht quasi alles preisgeben. Zum Beispiel unser Salz, ne? Da haben wir über 16 verschiedene Salzsorten ausprobiert und getestet, bis wir unser Salz gefunden haben. Deswegen ja, also ihr dürft zwar zuschauen, aber nicht alles anschauen. Das ist so, die Brühe schmeckt immer ein bisschen anders. Ne? Also je nachdem, wie die Karotten halt schmecken, wie die Zwiebeln schmecken, dementsprechend schmeckt dann halt ja auch die Brühe. Ja, gut. Genau, Kräuter sind für unsere Küche sehr wichtig, weil wir einfach dadurch eine Frische reinbekommen und durch so ein ganz einfaches Produkt wie ein Kartoffelsalat kannst du durch Petersilie einfach noch eine ganz andere Spannung reinbekommen und auch farblich machen Kräuter was her. Und bei unseren Gerichten kommt halt immer irgendwas an Kräutern drauf, also entweder Koriander, Schnittlauch, Petersilie oder auch manchmal Frühlingszwiebeln. Oder ab und zu arbeiten wir auch mit unserer hauseigenen Farm zusammen. Da nehmen wir dann auch mal so irgendwelche Microgreens. Also bei uns sind Kräuter sehr wichtig. Also diese Woche haben wir quasi ein kleines Festival. Das heißt ein kleines Festival, wir haben ein Festival und deswegen machen wir diese Woche dementsprechend eine größere Menge Kartoffelsalat.
you try? Okay. Noch ein bisschen ruhig ran. So, ist schon gut? Hey, what do you think? It's better now. Ist er denn jetzt fertig? Ja, also der muss den Kartoffelsalat muss immer ziehen. Das heißt, wenn du den Kartoffelsalat machst und du bewegst ihn so ein bisschen, der muss dich quasi mit dem Schwäbischen sagt, der muss mit dir schwätzen. Und das heißt, wir machen noch ein bisschen Brühe rein jetzt gleich. Dann ist es ein bisschen zu wässrig, aber bis morgen zieht er dann durch und dann ist er eigentlich perfekt. Genau, das heißt, wir machen so ein bisschen. Die ganzen Schwaben werden in die Kommentare gehen und sagen, ah, der ist doch viel zu wässrig, das ist doch schon nix. Aber wie gesagt, der zieht ja doch einen Tag durch und dann ist er quasi morgen perfekt. Morgen! Operation, ey. So, passt hier ran. Ein bisschen noch, oder? Also vor 7 Jahren haben wir uns in Vietnam kennengelernt, als Bruno auf seiner Einjahrreise durch Asien war. Genau. Wir haben eigentlich in einer Bar uns kennengelernt. Genau, wir haben uns da kennengelernt und dann war ich quasi, das war mein drittes Land auf der Reise und dann mein letztes Land auf der Reise war dann Indien. Und in Indien sind wir dann eigentlich dann letztendlich zusammengekommen. Ja. Genau. Hoch. Warte.
Gehst du rein? Ja. Servus. Hey, servus. Hi! Mach gleich Wasser rein. Keine Misery. Okay, los geht's uns. Ja. Das ist für unsere Mollerschen, damit wir die heiß machen können.
Anusha? Ja. Danke, Ken. Petersilie auch dazu, bitte. Danke. Heute sind wir am Start. Und ihr zu viert, was habt ihr vor euch? Okay, und dann machen Los geht's. Jo. Sehr gut. I think he's really curious. It's kind of like the OG of the gastronomy industry, I'd say. The kind of people who become chefs, you know, and they really live it. Ja. Hast du eine Ölflasche? Gratis, keiner Wunderbrühe. Wollen ja auch zeigen, wie es tagt. Kimchi-Kartoffelsalat. Dafür nehmen wir unsere hausgemachte Kimchi. Okay. Das ist ein obvious option, right? Yeah. So, und dann kommt Koriander oben drauf. Genau. Das ist von Brunos Reise in Asien. Da hat er Kimchi-Kartoffelsalat mitgebracht. So, und dann werden so, genau. Und das heißt, im Prinzip ist das ein Kimchi-Kartoffelsalat. Es bringt in den Kartoffelsalat schon eine tiefe Säure und auch ein bisschen Schärfe. So, ich brauche jetzt ein bisschen Squeezy und sauber machen jetzt hier. Genau, und jetzt im Prinzip ist unsere klassische Kartoffelsalat und unser Kimchi-Kartoffelsalat ready. Ja? Ist es somewhere in the Rucksack? Ich muss dann so gießen.
die Brühe quasi heiß gemacht. Und jetzt machen wir die hier ins Bain-Marie rein. Ist gut. So. Das war quasi heiß gemacht worden, die Maultaschen. Und jetzt sind sie quasi fertig, um auf den Grill dann zu kommen. Datenschutz mitnehmen und dann kurz Gerne. So, 15,50 bitte. Jawohl, klassisch, gell? Das ist zu wenig. Nochmal. Also, das wäre jetzt Dann wünsche ich Ihnen einen wunderschönen Donnerstag. always a problem. Vielen Dank, ja. Danke, tschüssli. Schön, ja. Issues that should be in the sun. If you can put it. And in the sun, they're only gonna be in the shade. Alright, let's cook. Was wollte ich sagen? Hör mal, wir haben uns überlegt, wir würden euch gerne fragen, ob ihr uns einen koreanischen Maultaschenburger macht. Ja. Ja, kann man machen. Also. Und von Preis her, wie viel? Super, dann sind wir bei 23 Pfund. Gibt es bei der Mama zurück, weil sie hat ja die... Ja, von Genau. Einmal koreanisch, einmal dann sind wir bei 19 Karte, ja, aber kein Null. Kein Geld. Einfach drauf. Gerne mit nicht ganz so viel Soße. Ist nicht scharf. Ja. Rosenbänken? Okay. Und ich bring's gleich drauf. So, hat's geschmeckt? Danke, hat geschmeckt. So. Muss ein bisschen schneller machen, aber Alles gut. super. Danke. Tschüssli. Das ist die vegane Maultasche. Das ist vegetarisch. Hallo. Jetzt kommt die Zwiebelschmelze drauf. So, dann unsere koreanische Soße. Ein paar Röstzwiebeln. Ja, wir gucken ganz fasziniert zu. Kann ich auch nur einen Kartoffelsalat ohne alles? Kann man machen. Ja. Das wäre für mich gut. Zum Gleichessen? Ja, Oh, danke schön. Die fleischige Variante, richtig? ja so habe ich mir das gewünscht. Vegetarisch. Lass Vielen dich schmecken, Gürtel. So, jetzt machen wir quasi vegetarisch klassisch.
Vegetarisch klassisch ist das dann auch, oder? Das ist Genau, Sie kriegen die vegetarisch klassisch. So, was ist alles? vegetarisch klassisch ist das dann auch, oder? Das ist Genau, Sie kriegen die vegetarisch klassisch. So angeschüttelt. Ja, dann nehme ich einmal koreanisch vegetarisch. Und bei dir? Ich würde koreanisch und vegan. So, einmal koreanisch. Ist egal, wir nehmen teilen sonst. Dankeschön. Schön, lass es schmecken. Thank you. Should we sit on the grass in the shade? Erstmal angebraten, dann klein geschnitten und dann ein bisschen oben drauf. Einfacher für die zum Essen. Genau, die kriegen 200 Produkte. Stellt hin und dann quasi dann kommt der Ken, macht den nächsten Schritt und dann macht ich quasi den nächsten Schritt auf andere Richtung. So läuft Genau. Vielleicht lässt kein einfach, wenn der schon fertig ist. Super. So. Super, danke. Hi, alles klar? Ja, bei dir. Ja, doch. Renovierung? Ey, super, ich glaube, wir kommen in wichtige Zeit. Ja. Was darf bei euch heute sein? Normal. Klassisch, okay. Aber vegan halt. Ja. Super. Aber nicht vorher. Ja, dachte ich schon. Den neuen Truck hier, oder? Ja, genau. Also für Catering und für so Events nehmen wir den. Und wir haben heute Besuch. Und für Film, okay. Ja, wir haben ein bisschen mehr Platz hier drin im Hänger. Okay. Ja, deswegen. Die zwei Damen auf der Seite. Hier, die sitzen sich. Danke. Schön, lass es schmecken. Danke. Ken, mach schon mal Nummer einen. Radlersalat. Das zusammen. Ja. Kommt noch was dazu? Alles klar. Dann sind wir bei 9 Euro bitte. Die Maultaschen sind schon vorgegangen. Das heißt, entweder mit durchziehen lassen oder direkt mit. Jawohl. Klasse mit Fleisch, vegetarisch und vegan. Also einfach 9 Euro. Dann gibt es auch ein 10er-Paket. Das ist ein bisschen für 10. Für die Flasche. Aber wenn die einmal aufgetan sind? Ja, aber Nee. oder wir wollen sie halt draußen. Ach Dann nehme ich, was ich brauche und dann friere ich wieder. Fisch, 2 Stück. Dann haben Sie ein bisschen was Puffer und dann was nicht für deinen Fisch, dann 10 Tage. Ja, okay. Verkaufen Sie Welche gepackt? machen wir so, wenn wir da extra noch anfangen müssen, wir Kartoffeln. Wenn noch mehr wollen, dann habe ich noch einen. Ja, sollen wir das auch? 2. Ja, Wie waren das? Bitte schön. Gut, das wünsche ich. Super. Und was sind die jetzt? Die hier ist unsere Klassiker. Also klassisch Fleisch, dafür sind wir bekannt. Wir waren die beste Maultasche in Berlin. Tagesspiegel sagt das. Also wir haben im Prinzip einen Blindvergleich gewonnen. Genau, und unsere vegetarische Maultaschen ist auf Hartweizen-Grieß-Basis, das wir quellen lassen wie Polenta. 5 Tage im Kühlschrank ohne Problem. Okay. Und die Maultaschen 7 bis 10 Tage. Okay. 200 Kartoffelsalat.
Dann sind wir bei genau 40. Genau. Dankeschön. Ihnen einen wunderschönen Donnerstag. Gell? Ja, Ihnen auch, danke. Jeder noch, ich nehme heute nur zu mitnehmen. Okay, gerne. Ja, auch. Da sind wir bei genau 30. Du musst nichts arbeiten. Ich komme gleich, ja? Klar? Alles gut. So. Und ein Kimchi, wenn Kimchi, ja. dran wird. Lebt noch. Ist alles? Hast du was zum Essen? Aber das ist mit Brühe, oder? Genau. Hi. Ich denke, einmal die koreanische Variante. Gerne. Die wir essen. Zum mit Fleisch? Vegan, gerne. Wenn du eine möchtest, dann gleich eine Bianca. Ja. Can you take the potato salad out and fill half a kilo for? One meat and one vegan on it, so both. Zu Double. Ja. Genau. Wer kriegt das? Mal mit denen. Alle 3. Genau. Mal so eins, das einmal fällt. Dankeschön. Danke. Tschüss. Okay, maybe I'll ask them. Willst du vorher weitermachen? Jo, EC oder Debit, ja? Grün. 17, macht es bitte. Ich rechne Aber kein das 20. Gericht gibt es so nicht. Wunsch vom Kunden. Genau. Dankeschön. Bitte schön, lass es schmecken. Danke. Ja, danach. Wenn wir was kaufen, brauchen wir irgendwie eine kleine Quittung für die Spesenabrechnung. Habt ihr sowas, wenn ihr bei euch Wenn ihr, ja. Genau. Guten Appetit. Danke euch. Schmeckt so. But you live in Dortmund? Yeah, yes. How long have you been in Dortmund? Sorry, Leute. Nächstes Mal, gell? But it's still, it's okay, maybe I'll ask this because Another one.
I'll distribute. Yeah, the couples will come back at the end. Korean mit Fleisch, Korean vegan, Korean vegan. I got it. and Korean vegan. 2 classic meats. 2 classic meats. That's you. Yep, that's you too. Cheers. Thank you. Was hätte ich gern? Tagesgericht? Man könnte eigentlich auch eine Scheibe Leberkäse braten. Genau, das Tagesgericht ist Fleischkäse mit Kartoffelsalat. Ja, sind nicht. Super. Bei dir macht es dann? Macht für dich. Danke. Ja, für viele Schwaben oder Leute, die mal im Schwäbischen oder im Badischen gewohnt haben, ist das hier auch so ein bisschen eine Wohlfühlatmosphäre. Also sehr viele kommen her und sind dann mal für einen kurzen Moment woanders auch. Das merkt man auch. Ja. Also wir sagen selber, im Umkreis von 5 Metern ist das eigentlich schwäbisches Gebiet hier. Genau. Und sein Stück Heimat. Ein Stück Heimat, genau. Und was motiviert euch? Ich liebe Maultaschen und dachte ich eigentlich, dass es ganz bekannt auch in Deutschland überall ist und nicht nur in Schwabe-Ländle, aber das stimmt gar nicht. Und deswegen finde ich auch gut, diese schwäbische Esskultur einfach deutschlandweit oder weltweit breiten. Uns motiviert der Gedanke oder die Idee, schwäbisches Essen nach Berlin zu bringen und einfach das zu präsentieren hier. Und ja, einen Teil dazu beizutragen, dass es einfach besseres Essen gibt. Unsere Mission ist wirklich, die Maultasche bekannter zu machen und gutes deutsches Essen bekannter zu machen. Das ist unsere Mission. Und da sind wir dran.